Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen in Slowenien auf dem Juliana Trail unterwegs. Ja, mittlerweile befinden wir uns auf Etappe 13 und 14. Genau, von Kobarid Kobarid nach nach Bovec Bobec, und von Bovec nach Lok, Pot, Pot, Mangatum. so ähnlich. So ungefähr. Genau. Wobei man jetzt dazu sagen muss, Etappe 13 können wir leider nicht zur Gänze laufen. Da ist ein Teilstück in der Mitte gesperrt, müssen wir mit dem Bus überbrücken. Seht ihr aber alles dann gleich im Video. Und ja, dann würde ich doch sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die zwei Etappen so waren und wie wir die Sperrung überbrückt haben, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt der nun schon 13. Etappe des Juliana Trails war in Kobarid. Zunächst ging es wieder ein Stück zurück zur Napoleonbrücke, welche wir am Tag zuvor schon einmal überquert hatten, und sodann wanderten wir weiter flussaufwärts entlang der Soča. Nach moderatem Beginn nahm die Etappe auch sehr schnell Fahrt auf. Zum Teil etwas unwegsam ging es am Ufer entlang. Und was war das? Die Brücke war zerstört. Tja, da vorne wird's schön. Ich bin mal gespannt. Tobi überlegt. Schuhe aus? Musst aber trotzdem die Schuhe aus. Da kriegst du patschnasse Füße. Ist auch mit deinem Blasenpflaster nicht so gut. Nach der erfolgreichen Überquerung des Soča-Zuflusses ging es abenteuerlich und fordernd weiter. Für uns besonders erfreulich ein steiler Anstieg, nur um ein paar Meter weiter wieder zum Fluss hinabzusteigen. Trotz dessen sei gesagt, dieser Abschnitt entlang der Soča war mit einer der schönsten des ganzen Trails. Kurz vorm Örtchen Trnavo ob Soči war der Juliana Trail leider gesperrt, sodass wir, statt auf dieser Flussseite weiterzuwandern, die Soča erneut überqueren und ab dem Dorf dann mit dem Bus ein Stück Weg überbrücken mussten. Drei Haltestellen, also 3 Dörfer später, ging es auf eine Umleitung. Es sei darauf hingewiesen, dass diese ähnlich gut beschildert war wie der Hauptweg. Mit anderen Worten, gute Planung zahlt sich hier aus. Die Umleitung als solche war aber schön gewählt, mit zum Teil anspruchsvollerer Wegführung
und sehr schönen Aussichten. Und auch ein nicht gerade kleiner Wasserfall lag auf dem Wegstück. Sehr geil. Am Ende der Umleitung ging es wieder über die Sotscha und auf die andere Flussseite. Und nun könnte man ein wenig gehässig sagen, wieder auf dem originalen Wegverlauf und damit gleich zurück auf Asphalt. Für die nächsten 5,5 Kilometer. Aber immerhin war die Landschaft schön und die Sotscha neben der Wanderautobahn einfach ein bildschöner Blickfang. Kein Wunder bei dieser Färbung. Letztes Mal durften wir die Sotscha noch überqueren, bevor wir leider Abschied von ihr nehmen mussten. Nun ging es noch ein Stück bergan in Richtung unseres Etappenziels Bovec. Die nächste Etappe sollte uns von Bovec nach Lokpot Mangaton bringen. Und nicht nur das. Wir sollten nun endlich das auf dem Trail bisher doch sehr frühlingshafte bis winterliche Wetter hinter uns lassen. Man sieht uns auch an den Klamotten an, wir laufen in den Sommer hinein. Die Kulisse wurde, wie es sich schon am Vortag angekündigt hatte, wieder deutlich alpiner. Mit anderen Worten, die Berge rundherum wurden wieder höher und beeindruckender als noch wenige Tage zuvor. Ein Stückchen hinter Bovec stießen wir auf die Korinthica, einen Wildwasserfluss, der seinem Namen alle Ehre machen sollte. Euch kommt die Farbe des Flusses bekannt vor? Kein Wunder, er ist nämlich ein Zufluss der Sotscha. Seinem Verlauf folgten wir von nun an lose bis zum Etappenziel. Zunächst ging es aufwärts zum Fort Cluj, dessen Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen und das im Ersten Weltkrieg an der italienisch-österreichischen Front eine Rolle spielte. Leider hatte das Fort zu unserer Wanderzeit Ende März, Anfang April noch geschlossen. Achtung, ich komme zum Loch. Mai bis Oktober, ja, das sind wir jetzt zu früh. Kurz darauf erwartete uns ein weiteres Highlight des Trails.
Der Weg führte durch einen Tunnel, der früher eine Verbindung vom Fort Kluche zu einem weiteren Fort etwas oberhalb darstellte. Etwas dunkel hier drinnen? Moment, auf dem Foto ist der Tunnel besser zu sehen. Einen Abstecher in das zweite Fort haben wir nach 2 Wochen Wandern nicht mehr unternommen. Schade eigentlich. Kurz nach dem Tunnel wurde der Weg wieder etwas anspruchsvoller und wir kamen an einem eindrucksvollen Gebirgsbach, welcher weiter unten in die Korinthiker mündet, vorbei. Kleine Hörprobe gefällig? Etwas, das man auf dem Trail immer wieder sieht, sind verfallene alte Häuser bzw. deren Reste. So auch hier. Seht ihr das? Da kam wohl vor nicht allzu langer Zeit ziemlich viel Hang den Berg hinunter. Da waren wir aber froh, nicht mittendrin oder dabei gewesen zu sein. Gegen Ende wurde der Weg dann wieder breiter und so gelangten wir zu unserem Etappenziel Lok Pot Mangatom. Ja, das waren die Etappen 13 und 14. Ja, und was haben wir dazu zu sagen? Also die Etappe 13 und 14 waren beide schön zu laufen, wobei ich von mir aus sagen muss, die Etappe 14 war da ein bisschen stärker aufgestellt wie die Etappe 13. Bei 13 war auch diese Umleitung, ihr habt ja gesehen, wir haben dann den Bus genommen, war von daher gar nicht schlecht, weil sonst wäre der Abschnitt an der Straße lang hinten raus wahrscheinlich noch länger geworden. Aber der Einstieg war super über schmale Pfade durch Bachläufe. Das Genau. war schön. Bei Etappe 13 jetzt. Ja, war gut. Also über Stock, über Stein, durchs Wasser durch. Also da war bis zum Beginn der Umleitung einiges geboten. Dann sind wir ein Stück mit dem Bus gefahren. Danach der Umleitungsteil, den sie gewählt haben, an dem Wasserfall vorbei, war auch super. Und ja gut, der letzte Rest über wieder mal Asphaltpiste haben wir ja schon sehr häufig gehabt, aber in dem Moment an dem Fluss lang, also ich fand es sehr schön, ich glaube du eher weniger. Doch, schön zu laufen schon, aber Asphalt macht die Füße halt schnell müde. Ja, So vom Panorama rundherum mit dem Fluss war schon toll. Also, genau, und jetzt heute Etappe 14 war auch wieder schön die war richtig abwechslungsreich. stark, ja. Genau, auch mit Wasserfall wieder dabei, mit so einer kleinen Klamm. Also da war Und einige von- Fernsichten hier, seht ihr ja. Also Und von man Anfang machen. an über Stock und Stein, über schmale Pfade, wirklich immer schön am Berghang lang, mal ein bisschen hoch, mal wieder runter. Ja, war Genau. richtig, also hat Spaß gemacht, die die 14. Festung oben Festung war auch war sehr noch schön. mit dabei. Leider noch geschlossen, erst ab Mai geöffnet. Ja, und natürlich der Tunnel nicht zu vergessen. Genau, der Tunnel war auch Ein mal. Wandertunnel. War auch mal schick, sowas Ja. auf einem Weg zu haben. Also so beide Etappen Ja. waren mit bei den stärkeren von dem Trail bisher. Gut, ansonsten das leidige Thema Markierungen. Es bleibt dabei, es gibt einige Markierungen, es gibt aber auch einige Stellen, da bräuchte man sie und da sind keine Markierungen. Und gerade jetzt auf den letzten Etappen ist uns auch aufgefallen, dass doch viele auch irgendwie beschädigt, entfernt wurden, abgetreten, wie auch immer. Ja, sehr schade an dieser Stelle. Ich glaube, wir sollten noch was zur Unterkunft hier
gerade bei der Ende 14. Etappe noch Ach, was sagen. genau, wenn ihr 14. Etappe lauft, Unterkünfte, also es gibt hier einige Apartments, wenn ihr über Booking sucht, Findet ihr nicht? findet ihr nicht allzu viel und es gibt keinen Supermarkt. Also das einfach bedenken, bevor ihr dann hier hochlauft. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch. Ja. Ja, wunderbar. Dann war es das mit Etappe 13 und 14. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir euch hoffentlich auf Etappe 15 und 16 wieder.